morning, people. Guten Morgen, Leute. If Jesus, his king, if Jesus, the king, Wenn Jesus, der König, would enforce his authority, seine Autorität durchsetzen würde, then everything would look different. würde alles anders aussehen. But he doesn't. Aber er macht es nicht. You know, I remember many years ago in Vienna, I preached a sermon. Vor vielen Jahren, ich erinnere mich, predigte ich in Wien. I preached a sermon about the scripture that every knee must bow and every tongue confess. Ich predigte über die Schriftstelle, dass jedes Knie sich beugen und jeder Mund bekennen muss. Because there is a song that actually I really like. Es gibt ein Lied, das ich sehr mag. In fact, if I remember right, it's a friend of mine who wrote this. Wenn ich mich recht erinnere, hat dieses Lied ein Freund von mir geschrieben. One day every knee must bow, one day every tongue will confess. Do you know the song? Vor dir wird sich jedes Knie beugen, vor dir wird jeder Mund bekennen. But oh, how glad are those who gladly bow them now. Wie glücklich sind die, die sich bereits jetzt verbeugen. I don't know, I think my friend David Boyd wrote it because he always sang it. Ich weiß nicht, ich denke, dass mein Freund David Boyd es geschrieben hat, weil er es immer gesungen hat. If he didn't write it, at least he always liked to sing it. Falls er es nicht geschrieben hat, hat er es immer gerne gesungen. But you know, and people sing this song so beautiful and the hands raised. Weißt du, die Leute singen dieses Lied wunderschön mit erhobenen Händen. And they're talking about that beautiful day when every knee will bow and confess Jesus is Lord. Und sie sprechen über diesen schönen Tag, wenn jedes Knie sich beugen wird und jeder Mund Jesus Christus als Herrn bekennen wird. But you know, one day my eyes opened. Aber weißt du, eines Tages öffneten sich meine Augen. That is not going to be such a beautiful day. Dies wird nicht so ein schöner Tag sein. You know why? Weißt du warum? Because every knee will bow and every tongue will confess. Not because that's what they want to do. Jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird bekennen. Nicht, weil sie dies machen wollen. But because one day the king will enforce his authority in the kingdom. Weil eines Tages der König seine Autorität im Königreich durchsetzen wird. And people will not have a choice anymore. They have to confess him as Lord. Die Leute werden nicht mehr eine Wahl haben. Sie werden ihn als Herrn bekennen müssen. Not as their Lord, but as Lord. Nicht als ihren Herrn, aber als den Herrn. So why do we need to understand this important truth? Warum müssen wir diese wichtige Wahrheit verstehen? Because the king of our kingdom, Jesus, Weil der König unseres Königreiches, Jesus, is such an incredible kind king so ein unglaublich freundlicher König ist, that he doesn't enforce his authority. dass er seine Autorität nicht durchsetzt. He invites us to surrender to his authority and be part of the kingdom or not. Er lädt uns ein, uns seiner Autorität hinzugeben und Teil seines Königreichs zu sein oder nicht. Think about this. Denk darüber nach. He literally lets you be in his kingdom and yet surrendering areas to the kingdom of darkness. Er lässt dich wortwörtlich in seinem Königreich sein und lässt zu, dass du Bereiche dem Königreich der Finsternis übergibst. That's where there is a clash. Deshalb gibt es ein Aufeinanderprallen. That's why good Christian people do bad stuff. Deswegen machen gute Christen schlechte Dinge. Everybody's shocked. He preached so powerfully. How could he do that? Und dann ist jeder schockiert. Er predigte so kraftvoll. Warum konnte er dies tun? Because there were areas he didn't surrender to King Jesus, and therefore automatically, by default, he was surrendered to another kingdom. Weil es Bereiche gab, die er nicht dem König Jesus hingegeben hatte. Automatisch und standardgemäß bist du dann im anderen Königreich. You know, once we only understand that we literally have been created to be part of this beautiful kingdom, Wenn wir nur verstehen, dass wir wortwörtlich geschaffen wurden, um Teil dieses schönen Königreichs sein zu können. but the king is never going to force us until the time has come when he will return. Aber der König wird uns nie zwingen, bis dass die Zeit gekommen ist und er zurückkehren wird. So what do we need to do? Was müssen wir tun? We need to live a life constantly saying, King Jesus, how do you think? How do you feel? How do you want to do this? Wir müssen unser Leben leben und immer wieder sagen, König Jesus, wie denkst du? Wie fühlst du? Wie möchtest du dies tun? And then we surrender to the kingdom. Und dann geben wir uns diesem Königreich hin.
You know, once I understood that you can have areas surrendered to the kingdom of light and at the same time areas surrendered to the kingdom of darkness. Als ich verstanden habe, dass du Bereiche haben kannst, die du dem Königreich des Lichts unterworfen hast und gleichzeitig Bereiche, die dem König der Finsternis unterworfen sind, it kind of woke me up. hat es mich irgendwie wachgerüttelt. So, you know, this self-surrender to the King of Kings has become a daily part of my life. Diese Selbsthingabe an den König der Könige wurde zu einem täglichen Bestandteil meines Lebens. Because I am so aware that any moment I can surrender to the thoughts of the devil who is trying to get me to be surrendered to his kingdom. Denn es ist mir so bewusst, dass ich jeden Moment den Gedanken des Teufels erliegen kann, der versucht, mich seinem Königreich zu unterwerfen. You know, and once I understood that there is no great kingdom, there's only dark and white. Als ich verstand, dass es kein graues Königreich gibt, es gibt nur dunkel und hell. But you know, here is the beautiful thing. Hier ist das Wunderschöne. While the lie of the devil is to be completely surrendered to the kingdom of light we lose. Während die Lüge des Teufels lautet, dass wir verlieren, wenn wir uns dem Reich des Lichts vollständig hingeben. The truth is, when we are completely surrendered to the kingdom of light, the only thing we do is win. Ist die Wahrheit, dass wir nur gewinnen, wenn wir uns dem Licht vollständig hingeben. The king wins and we win. Der König gewinnt und wir gewinnen. So surrender to the King of Kings. Gib dich dem König der Könige hin. Surrender to the kingdom of light. Gib dich dem Königreich des Lichts hin. And let him express his kingdom through you. Und lass ihn sein Königreich durch dich ausdrücken. I hope you enjoyed this series. Ich hoffe, dass du die Serie genossen hast. See you tomorrow. Bis morgen.